Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute eine kurze Vorstellung eines Dulo Pocos. Das ist das erste Mal, dass ich ein Messer dieser Marke in Händen halten darf. Ermöglicht hat mir das Christoph vom Kanal Schnortes 58. Er hat mir im Zuge eines Passarounds einige Messer zukommen lassen. Unter anderem auch das Custom Poco von Udo. Hier mit Slatinox Damast, Diamantschliff und Griff aus Amboina Maser. Also sehr, sehr schöne Arbeit. Das war ein Geschenk von Udo an Christoph. Tolles Messer. Auf diesem Wege auch ein großer Dank an Christoph, dass ich mir diese schönen Messer mal so ein bisschen näher ansehen durfte. Und gleichzeitig auch eine Entschuldigung. Ich habe die Messer jetzt doch schon ziemlich lang bei mir. Ja, tut mir leid, Christoph. Ich bin einfach nicht der schnellste Produzent und manchmal bin ich auch abgelenkt von anderen Dingen. Aber diese Messer sind bald wieder bei dir. Das verspreche ich dir. Kurz ein paar Worte zu Dulo Knives. Das ist ein kleiner, aber feiner Hersteller aus Bulgarien. Ja, Dulo stellt handgemachte Messer mit hochwertigen Materialien und einer sehr guten Verarbeitung her. In der Szene haben sich die Dulo-Messer einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die Nachfrage ist sehr groß. Gefühlt sind Dulo-Knives immer ausverkauft. Bei einer Bestellung muss man entweder Glück haben oder mehrere Monate Wartezeit einplanen. Zweitmarkt wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Also ein sehr interessanter Hersteller, das kann man schon mal festhalten. Ja, bevor es jetzt hier mit diesem Messer weitergeht, möchte ich noch kurz auf die Messerscheide eingehen. Die ist hier im nordischen Stil gehalten. Wir haben hier schöne Muster und ja, das ist 3 mm dickes Leder. Dann sind die Nähte hier auch wirklich sehr sauber gesetzt. Also richtig gut gemacht. Dieses Muster wiederholt sich oben am Dengler. Und hier kann man Gürtel mit einer Breite von etwa 70 bis 75 mm aufnehmen. Also das dürfte auf jeden Fall reichen. Innen haben wir ein Plastik-Inlay. Mal schauen, ob man das sieht. Ja, und das ist ziemlich gut gearbeitet. Also man hat hier fast so ein Verhalten wie bei einer Kydex-Scheide. Wenn man das Messer hier reinsteckt, dann hört man so ein Klicken und wird auch wirklich gut drin gehalten. Ja, hier schauen etwa so 3,5 cm raus und das reicht auch zum Ziehen. Also richtig gut gemacht. Das Messer sitzt sicher und es lässt sich auch gut ziehen. Gut gemachte Messerscheide. Der Griff besteht aus dem Holz der Maserbirke. Maserbirke gibt es in vielen verschiedenen Qualitätsstufen. Christoph hat hier ein Exemplar mit einer sehr schönen Maserung erwischt. Ich schätze hier mal auf die zweithöchste bis höchste Qualitätsstufe. Eine ganz tolle Optik, wie ich finde. Vorne ist hier eine Kopfplatte, hinten ein verschraubtes Abschlussstück oder Knauf, wie man das nennen möchte. Beides aus Messing, beides unterlegt mit roten Linern und das ist hier perfekt angepasst. Man spürt hier kaum Übergänge, also das ist richtig gut gemacht. Die Grifflänge beträgt hier 115 mm, das Griffvolumen 91 bis 92 mm. Die Handlage ist hervorragend, also das saugt sich hier richtig an. Mit so einem Griff kann man lange ermüdungsfrei arbeiten. Dann kommt dazu noch diese angenehme Haptik. Die Maserbirke übernimmt schnell die Wärme der Hand. Also das ist wirklich ein richtig gut durchdachter und gearbeiteter Griff. Kommen wir zur Klinge. Klingenstahl ist der Vanadis 8, auch bekannt als Utteholm Vanadis 8. Das ist ein pulvermetallurgischer Stahl mit etwa 62 bis 63 HRC. Der Vanadis 8 verfügt über ein sehr feines, homogenes Stahlgefüge, ist sehr zäh, sehr verschleißfest, hält sehr gut die Kante. Der Chromanteil liegt bei etwa 5%. Der Vanadis 8 ist also ein Stahl mit leichter Rostneigung. Also ein bisschen Pflege muss oder sollte man ihm gelegentlich zukommen lassen. Auch hier kurz die Abmessung. Klingenlänge 117 mm, effektive Schneide 113. Man sieht hier eine ganz kleine Schleifkabel. Die Klingenhöhe liegt hier bei 29 mm, Klingenbreite bei stolzen 4,6 mm, also das ist schon sehr, sehr stabil ausgeführt, bis zur Spitze auch. Das heißt, dieses Messer kann auch mal eine etwas härtere Gangart locker wegstecken, überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier einen Scandi, der ist hier etwa 10 mm hochgezogen und läuft hier auf 0 aus. Also das ist wirklich trotz der Klingenbreite ein sehr, sehr schneidfreudiges Messer. Die Klingenbeschriftung hält sich auch in Grenzen. Auf der linken Seite haben wir das Dulo Knives Logo und auf der rechten Seite steht hier noch Vanadis 8. Ja, das war's. Ansonsten muss man sagen, dass das hier wirklich sehr gut verarbeitet ist. Man sieht hier
wie die Klinge in diese Kopfplatte eingelassen wurde. Und hier ist wirklich kaum ein Spaltmaß zu erkennen. Also das ist richtig gut gemacht. Ansonsten ist das ein durchgehender Steckaal, kann man sagen, der innen verklebt wurde mit Epoxidharzkleber. Ja, hinten nochmal verschraubt zusätzlich. Also das hält auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das dürfte ein Leben lang halten im Normalfall, wenn man das Messer nicht zu sehr missbraucht. Extrem stabile Verbindung. Ja, auch an dieser Klinge gibt es nichts auszusetzen. Zeit für ein Fazit. Das Fazit ist schnell abgehandelt. Lederscheide, Griff und Klinge sind sehr gut gemacht. Dazu die hochwertigen Materialien, also Vanadis und Maserbirke. Alles in allem ein geniales Messer und trotz der breiten Klinge ist es auch für alle anfallenden Aufgaben gut geeignet. Ja, beim Gemüseschneiden hat man vielleicht ab und zu so eine leichte Spaltwirkung mit drin, aber ansonsten überhaupt kein Problem. Also auch Essenszubereitung ist kein Problem. Christoph hat das Dulo Poco aus einem Tauschgeschäft. Preislich lag dieses Messer im Neuzustand etwa bei 180 Euro. Das war allerdings im Jahr 2019. Fürs Gebotene definitiv ein Schnäppchen. Dulo Knives hat sich, wie erwähnt, einen sehr guten Ruf innerhalb der Szene erarbeitet. Die Nachfrage nach diesen Messern ist sehr groß. Die Preise sind somit gestiegen. Schätzungsweise muss man für so ein Messer mittlerweile 220 bis 250 Euro einrechnen. Also ja, wie gesagt, ist ein handgefertigtes Messer aus Kleinproduktion. Deshalb ist die Preisgestaltung für mich auch angemessen. Übrigens fertigt Dulo auch Messer auf Kundenwunsch an. Also wirklich eine interessante Marke. In der Videobeschreibung habe ich euch weitere Videos zu diesem Messer verlinkt. Bei Interesse könnt ihr da einfach mal reinschauen. Ja, dann kann ich mich bloß bei Christoph bedanken für diese Möglichkeit. Großer Dank an Christoph, vielen Dank. Und dann war es das auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.